Mit Roots wurde ein besonderes System in der Wissenschaft gebildet, das auf interdisziplinäres Arbeiten setzt. Das Zentrum ist in Norddeutschland, die Projekte auf der ganzen Welt. Roots ist ein Exzellenzcluster, das soziale, ökologische, kulturelle Verbindungen oder Konnektivitäten in vergangenen Gesellschaften untersucht. Wir sind auf der Suche nach den Wurzeln. Dadurch, dass wir halt diese Prozesse in der Vergangenheit untersuchen, können wir auch viel besser verstehen, wie unsere heutige Welt funktioniert. Vielleicht kann uns das auch Auskunft darüber geben, wie sich unsere Zukunft entwickelt. We do need to understand the link between past and present. We do need to understand the roots of our current challenges regarding conflict, regarding pandemics, regarding global warming. And we don't simply sit together, but we also work together in the field as we investigate different ancient archives to reconstruct past human environmental dynamics. Die Fachbereiche, die in Roots zusammenarbeiten, das ist ein sehr breites Spektrum an Disziplinen. Das gibt uns die Möglichkeit, überhaupt so interdisziplinär zu arbeiten. Bei Roots vernetzen sich Fachbereiche wie Archäologie, Geologie und Biologie, aber auch Wirtschaft, Philosophie oder Medizin. Die unterschiedlichsten Methoden werden dabei angewendet. Beispiel Bodenkunde. Wir nehmen Proben im Gelände und dann im Labor untersuchen wir die Proben dann weiter auf ihre Unterschiede. Also welche Spuren finden wir in diesen Böden oder Sedimente, die uns Rückschlüsse geben können auf die Geschichte. I think the cluster of excellence in this specific context being that it is allowing a huge group of researchers to look at the human past. I think that it's a really excellent opportunity to be able to talk about and demonstrate how useful these sort of studies can be. We all get to work towards a common sort of goal. I think that it's a great way to get research done. So the cluster is very important, I would say. Und schon früh wurden bei Roots erste Erkenntnisse gewonnen. Erstens, soziale Ungleichheit kann ab einem gewissen Moment sehr negativ auf Gesellschaften wirken. Zweitens, es gibt, glaube ich, auch eine sehr positive Botschaft. Wir stellen fest, dass Gesellschaften, die offen sind, die also auch in der Vergangenheit Netzwerke gepflegt haben, über die neue Innovationen, Techniken aufgenommen werden konnten, resilient in solchen Situationen handeln konnten. Es sind diese interdisziplinären Analysen, die uns zu ganz neuen Erkenntnissen führen. Wunderbar, wie Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften und Lebenswissenschaften zusammenarbeiten. Das ist schon alleine eine Motivation.